Hey meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück hier zu Noire. Mein Urlaub ist zu Ende, jetzt geht es wieder weiter mit schönen Aufnahmen von diesem geilen Spiel, spannenden Spiel. Aber vorerst möchte ich noch sagen, also ich muss einmal Danke sagen. Danke an 3 bestimmte Personen. Und zwar einmal an Boom Maestro, der immer schön fleißig meine Videos verfolgt und sich immer freut, dass ein neues Video jeden Tag rauskommt. Ja, kommen wir gleich. Also da erstmal Danke an Boom Maestro. Dann möchte ich mich bedanken bei Ratte30. Er ist selber YouTuber, macht auch so Let's Plays und Gameplays. Er versucht auch jetzt demnächst Livestreams zu machen. Link in der Beschreibung, schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei, ganz sympathischer Typ und der feiert meine Videos, ne? Also er ist auch total beeindruckt. Vielen, vielen Dank dafür, Ratte. Und natürlich möchte ich mich bei meiner Freundin bedanken, die natürlich mich so unterstützt, dass ich das hier alles machen kann und darf. Ohne rumzuzicken. Nein, da auf jeden Fall auch nochmal vielen Dank. Sie schaut auch gerne meine Videos. Das wollte ich einmal loswerden. Zu dieser Mission jetzt, wie heißt das? Das gefallene Idol. Nicht wundern, wenn ich so ein bisschen gelangweilt bin, weil das Witzige ist, ich habe diese Mission schon gespielt, vor meinem Urlaub. Und ich, Dofi, habe aus Versehen, da war ich zu schnell, die Aufnahme gelöscht. Also darf ich diesen Fall jetzt nochmal spielen. Aber wie gesagt, es ist ja, gute 1,5 Wochen her. Mal sehen. Ich gebe mir Mühe, also nicht wundern. Auch wenn alle Fragen richtig sind. Vielleicht sind sie mir noch so ein bisschen im Gedächtnis. Was ich aber schon mal sagen kann, dieser Fall ist echt spannend. Sehr, sehr, sehr spannend. Und ja, wie soll ich sagen? Ja, nicht pervers, aber na doch pervers. Also man hat hier so eine Person, die sehr pervers ist und ich bei denen totale Wut kriege. Aber okay, schaut selbst, ne? Wir spielen jetzt einfach diesen Fall, das gefallene Idol. Genau, und wir sind halt hier stehen geblieben und da oben sieht man es, glaube ich, schon. Oder? Ich fahre ein bisschen vor. Da oben, da, ne? Da ist schon der Unfallort. Der Unfallort. Und die Opfers, ja, die sagen, dass sie unter Drogen stünden und die sich an nichts mehr erinnern können. Schauen wir einfach mal. Ja? Da ist das Unfallfahrzeug, was die Klippe da runtergefahren worden ist. Well, that's June Ballard, Tarzan's sister, beast of the Amazon. She's married to Guy McAfee. The captain has moved to Vegas now, but the two of them still have juice. Phelps, traffic. Detective Phelps. Hey, Bukowski. Long time no see. You could have called this in by megaphone, Enrique. Phelps, this is Enrique Gonzalez. Enrique was a pretty decent middleweight. What do we have, Gonzalez? Broad drives right through the empty lot and off the side of the escarpment. Her story is that a movie producer doped her and her friend and sent the car over the cliff. Was anyone hurt? Driver's beat up. Not too bad considering. If she hadn't hit that billboard, we'd be scraping both of them off the pavement. Passenger's a Jessica Hamilton. She's just a kid. She's pretty knocked around. Kid gonna be all right? I think so. They've taken her to central receiving. If you want to take a look around, you can stall the ambulance. Thanks. Do that. One more thing. Watch out for the driver. She cuts rough. Okay. So. If you're looking for the coroner, he's down by the crash site. Alles klar, der Gerichtsmediziner ist unten an der Unfallstelle. Wir gehen einfach mal runter und schauen uns das Auto mal genauer an.
Und ja. So, hier haben wir schon den Gerichtsmediziner. You'll want to see this, Phelps. There, laid out on the trunk. And that isn't even the best part. Okay. Ja, wir schauen erstmal hier rein. Looks like they're lucky they weren't more badly injured. Must have been unconscious. Being relaxed tends to lessen the soft tissue damage. Okay, also die Beifahrerin ist auf jeden Fall mit dem Kopf vorne in die Scheibe geschlagen. Wahrscheinlich durch den Aufprall. Schauen wir mal hier. Was haben wir? Hey. So. Okay, haben wir auf jeden Fall mal einen Schlüpper. Been torn off. Where did you find them? They were stuffed in the young lady's handbag. I'll run a trace for semen when I get back to the lab. Okay. Also es wurde in der Tasche von der Beifahrerin gefunden. Zudem muss man sagen, die Beifahrerin soll wohl sehr, sehr jung sein. Und da fängt schon das Perverse an. Okay. Hier haben wir einen Brief. Liebe Jessie, bitte, bitte, Schatz, komm nach Hause. Du brauchst dir keine Sorgen wegen dem Vater machen, es ist alles vergeben. Er ist temperamentvoll und kann sehr stolz sein, aber du bist immer noch sein kleines Mädchen und er liebt dich. Ich weiß, dass er das, was er gesagt hat, nicht so gemeint hat. Aber, nee, da. Du bist ein gutes, anständiges Mädchen und passt nicht nach Hollywood. Ich war auch mal 15 und ich wollte wie Clara Bow sein. Schöne Kleider tragen und hübsche Männer küssen. Aber als ich erwachsen wurde und deinen Vater geheiratet habe, habe ich erkannt, dass ich mit so einem Leben niemals glücklich geworden wäre. Du wirst das eines Tages auch erkennen, bla bla. Ich bin sicher, Tante Juni passt gut auf dich auf oder passt auf dich auf, aber ich mache mir große Sorgen. Du kennst ja deine alte Mutter. Bla bla bla. Die Welt ist ein sehr gefährlicher Ort für junge Mädchen, vor allem solche, die nach den Stern greifen wollen. Sterne sind schön anzuschauen, aber verdecken sie die Sicht auf das, was man direkt vor der Nase hat. Emma und Molly vermissen dich schrecklich. Emma wird so hübsch und die kleine Molly ist genauso süß, wie du in ihrem Alter warst. Sie braucht eine große Schwester, die auf sie aufpasst. Liebe Jessie, bitte komm nach Hause. Ich habe Angst um dich. Ich werde das Gefühl nicht los, dass etwas Schreckliches passieren wird. Ich weine jede Nacht um dich. Deine dich liebende Mutti Camel Hamilton. Okay, also. She's a long way from home. Fassen wir zusammen. Die ist jetzt, genau, Jessica Hamilton ist die Beifahrerin. Sie scheint 15 Jahre jung zu sein und möchte halt ja, den Glamour in Hollywood halt haben und Schauspielerin werden. Und ihre Tante ist die Fahrerin, die wir gleich noch befragen werden. Die soll wohl auf sie aufpassen, aber wenn sowas hier passiert, ne, Unfall, wahrscheinlich Drogen und Schlüpper zerrissen, dann passt sie nicht gut genug auf das kleine Mädchen auf. Ja, schauen wir einfach mal. Wir schauen einfach mal. So. Oh, nee, falsch. So. Okay, dann haben wir hier alles durch. Ah, hier ist noch ein Kennzeichen. Okay, ist aber nichts Wichtiges. Okay, da haben wir ja reingeschaut. Wollen wir mit denen reden hier? Drunk driver? Maybe not. How so? Well, a head I found without a body piqued my interest. See what you think. Alas, poor Yorick. I knew him, Horatio. Is it real? No. I think it's supposed to be a replica of an Indian shrunken head. It's some kind of curio or movie prop. See the casting marks? Okay. What's it made from? Plaster of Paris would be my first guess.
then painted. So we can rule out the murder angle? No, you can rule that in. That thing was wedging the accelerator to the floor. Whoever did it wanted these women dead. Okay, also dieser Schrumpfkopf wurde dafür missbraucht, das Gaspedal so einzuklemmen, dass ja, das Auto die Klippen runterfahren kann. Also ist es schon eigentlich, wenn man es so nimmt, versuchter Mord. Anything interesting? So einfach ist es. Okay. How does someone manage to tip their ride straight off a cliff? If the driver's in a fit state, we should ask. Okay, gut, das machen wir jetzt auch. Wir befragen mal die Fahrerin, also die Tante von der, ja, von dem Mädchen. Und die Tante selber ist wohl auch im Showbiz, wie wir ja am Anfang gesehen haben. Und ja, ist wohl auch irgendwie mit so einem, ja, ich möchte jetzt einfach mal so sagen, so einem Mafia-Boss zusammen verheiratet. Und ja, mal gucken. Das hier ist die nette Dame. Mrs. McAfee, we would like to ask you a few questions, if that's okay. I prefer to use my maiden name, June Ballard. You might be familiar with some of my work. Can you tell us what happened here? You're kind of cute for a cop. Maybe a bit on the serious side. What about me, June? I'm a big fan of Beast You? of... I don't like. Keep out of this. Okay, fragen wir sie einfach mal drauf zu so angeblicher Drogeneinfluss, weil sie behauptet ja, dass sie unter Drogen stand. Das fragen wir mal. We understand that you're still suffering from the effects of the accident, Mrs. McAfee. The officer says that you claim that you were drugged. Who did this to you? That rat slipped us a Mickey Finn. It's no wonder I feel so dopey. I can't remember. Verraten. Warum lächelt sie, ne? Wenn sie sich nicht dran erinnern kann. Natürlich weiß sie was. Und darum zweifeln wir diese Aussage an. Und ja. It's a serious offense to withhold information from the police during a criminal investigation, madam. I told you to call me June. You're making me feel like an old lady. And don't bother your handsome head about this. My husband will settle the score with Mark Bishop. Okay. Also sie sagte was von einem Mark Bishop. Ist das vielleicht unser Mörder, Vergewaltiger, wie auch immer. Aber da unten ist noch eine Frage. Da fragen wir direkt mal. Verletzte Beifahrerin. Also Jessica Hamilton, das junge Mädchen. Mal gucken, was sie dazu zu sagen hat. What can you tell us about the passenger in your car? Jessica Hamilton. Poor Jessica. It's been a rough day for her. She's desperate to break into movies. What more can I say? Ja. Wie gesagt, ich weiß es noch so ein bisschen im Hinterkopf jetzt. Ich weiß, dass das auf jeden Fall gelogen ist. Und zwar haben wir den Beweis, den Schlüpper. Ja? I think you're lying, Mrs. McAfee. I think something happened to Jessica yesterday before the crash. I'm offended, Sunshine. Do you have any proof? Hey, Siki. Pass mal auf. Jetzt guckst du doof aus der Wäsche. Haha, Wäsche. Miss Hamilton's underwear were physically torn from her body. She wanted to go to a casting. I took her to a casting. Whatever happened after that is between her and Mark Bishop. Okay. Also sie hatte also die Jessica hatte auf jeden Fall ein Vorstellungsgespräch, weil sie ins Filmgeschäft möchte, mit Mark Bishop. Mark Bishop scheint dann irgendwie ein Produzent zu sein oder sowas. Ja. Und was soll ich noch sagen? Keine Ahnung. Wir fragen mal, was sie zu diesem Schrumpfkopf weiß. Oder auch We nicht. found a shrunken head. It was used to tamper with your car. You see, I normally don't drive off cliffs. The last thing I remember
is getting behind the wheel. So, sie hat jetzt auf jeden Fall den gleichen Gesichtsausdruck wie am Anfang. Und darum zweifeln wir diese Frage einfach an, weil sie uns nicht die vollständige Wahrheit gesagt hat. It's obviously some kind of movie prop. You must know where it came from. In case you hadn't noticed, I am the talent. And the talent doesn't deal with props or sets or any of that kind of stuff. Why don't you ask Mark Bishop which prop house he uses? Okay. So, jetzt fragen wir mal, wer dieser Mark Bishop überhaupt ist. You mentioned a Mark Bishop. You think he might have had something to do with this? He is a movie producer. As for his involvement, you just leave it to me and my husband to worry about. Okay. Also sie hat jetzt angedroht, dass die Polizei sich raushalten soll, zwecks Mark Bishop. Denn sie und ihr Mann, Drogenboss, nee, nicht Drogenboss, Mafia-Boss, was auch immer, kümmern sich schon um ihn. Aber sie hat auf jeden Fall auch was zu verheimlichen, das weiß ich. I want to know what happened between you two that made him want to commit a double murder. Bishop offered me a part in his picture. Then he withdrew it. Fact is, we had a deal. I pressed him on it, and this is where I end up. Mrs. McAfee, I think it would be in everyone's best interest if you accompanied Patrolman Gonzalez back to the receiving hospital. I'm going to be okay. These guys can take me home after my lawyer and I have talked to the news house. Mrs. McAfee, you are still under the influence of narcotics, and you're likely to go into shock once the drugs wear off. And I thought you were a heel. It's nice of you to be concerned. I think we're good here. Let's go see if we can shake Okay. out the kid. Also eine gute Schauspielerin ist es ja nicht, weil wir die ja gut durchschaut haben. Auch wenn ich dieses schon mal gespielt habe, aber in der ersten Folge, also das, was ich zuerst aufgenommen habe, hatte ich auch alles richtig. Jetzt war es mir nur noch in Erinnerung, wie gesagt, tut mir leid, das ist jetzt nicht so spontan oder sowas, also, ne, weil ich kann mich noch daran alles erinnern. Und trotzdem, wissen wir jetzt vieles, aber noch nichts, You know the way. You can aber noch drive. nicht alles. All right. Where to? Wir fahren jetzt mal ins Krankenhaus und befragen einfach mal das kleine Mädchen Jessica Hamilton. So. Oh, gib Stoff. KGPL to car 11K, 11 King. The car crash victim has regained consciousness at Central Receiving Hospital. Okay. Also wir haben über Funk gerade reinbekommen, habt ihr ja auch gelesen, dass Jessica Hamilton halt wieder aus dem... Oder hat ihr Bewusstsein wieder. So. Schauen wir mal. So, ein bisschen. Gucken. Hello, Detective Phelps, here to interview a Jessica Hamilton. Jessica Hamilton. Oh, yes. She's in the room, right behind you, Detective. Alles klar. So, das hier ist der behandelnde Arzt. Den habe ich in der ersten Aufnahme nicht befragt. Aber ich weiß jetzt, dass man ihn befragen kann. Hello, Doctor. I'm Detective Phelps. You're attending to the young lady from the auto accident? Yes. She's conscious now, but I doubt she'll remember much. She's still feeling some of the after effects. Jessica was drugged? She certainly was. Chloral hydrate would be my guess, and there's clear evidence of abuse. She's still a minor, Detective. Someone planned a double murder to cover up a statutory rape? Swap 7 years for life and gets Guy McAfee on their case? Doesn't make much sense to me. I guess it depends on what they had to lose. Okay, also der Arzt bestätigt, dass sie auf jeden Fall unter Drogeneinfluss war. Chlor irgendwas. Better since this morning, Jessica? A little. My head still feels swimmy.
So, Einlieferungszeit 2:45 Uhr. Patientenname Jessica Hamilton. Alter 15. Was haben wir hier? Spuren von Chlorhydrat im Blut. Kürzlich verabreicht. Keine weiteren Sedative ohne Ausdrücke. Patientin muss Bettruhe einhalten und beobachtet werden. Was war das jetzt? Das untere noch? Verabreichen. Bettruhe. Dr. Blabla, Alter 15. Schädeltrauma und leichte Verletzung durch Autounfall, Spuren von Chloralhydrat im Blut, extreme Blutergüsse im Geschlechtsbereich, andere Hinweise auf Missbrauch. Also zudem noch der Hinweis halt, sie wurde wirklich missbraucht. Und das ist das Perverse. Ja? Wo ich das erstmal gespielt habe, habe ich voll Wut bekommen. Ne? Ich wollte den unbedingt schnappen, weil das geht gar nicht. Ja? Das geht gar nicht. So, befragen wir sie einfach mal. Hello, Jessica. My name is Cole Phelps. I'm a policeman. I'd like to talk to you about your accident, if that's okay. Okay. Unfallbericht. Can you tell me what you remember about the crash? It's all kind of fuzzy. I remember waking up here. Nothing happened yesterday. Ja, ist ja auf jeden Fall gelogen, weil wir haben ja den Beweis, dass Geschlechtsverkehr stattgefunden hat und der zerrissene Slip haben wir ja auch, also können wir das auf jeden Fall als Lüge ansehen. Und wenn man sich nochmal ihr Ausdruck anguckt, ne, ist ja schon irgendwas zu verheimlichen, ne? So, also, Nummer 3. Tell the truth, Jessica. Why the big cover-up? I'm not lying to you. Klar. So, haben wir hier die Unterwäsche. We found your underwear in your handbag, Jessica. You need to tell us what happened. The doctor told me what happened. I didn't want that. I just wanted to be a star, to be in movies. I told Junie what happened, and she told me to toughen up. That was the price of stardom. Did she now, cold-hearted bitch? It's not Junie's fault. It's not my first time. I had a boyfriend back home, but my father found out about him. Even if you consented, Jessica, you're still underage. Okay. Also, mit 15 schon so knickknack und so, ne? Respekt. Also, ja. So, Kontakt zu den Eltern. Mal gucken, was sie dazu sagt. We need to get in touch with your parents, Jessica, to tell them what has happened. Oh, you don't need to worry them. They sent me along to stay with Aunt June. They trust her to take care of me. Der ist ja auch gelogen, weil wir haben ja den Brief gelesen. Und da macht ja die Mutter sich extreme Sorgen um Jessica und möchte ja am liebsten, dass sie zurückkommt. Also, Lüge. You're lying, Jessica. How are we gonna make this right if you lie to us? Please, Detective, why would I lie to you? So, nehmen wir hier den Brief an. Den Brief der Mutter, so. Because you're a runaway, Jessica, and you don't have your parents' permission to be here. Now, do you want to tell me what really happened? I went with Junie to this strange place. It's difficult to remember. Someone gave me a drink to calm my nerves, and then I felt faint. I think I must have passed out. Verbindung zu Bishop. How did you meet Mr. Bishop? Well, Junie is a big movie star. You probably know that. She's doing a new movie. So. Der Ausdruck sagt, dass sie auf jeden Fall nicht alles gesagt hat. Also zweifeln wir die Geschichte an. What's the story with Bishop and Mrs. McAfee? Why does he want the two of you dead? That can't be true. Mr. Bishop seemed very happy today. I mean, yesterday.
And that's why he wedged a shrunken head against the accelerator pedal and punted the two of you over an escarpment? I overheard Junie speaking to him on the phone a couple of times. Screaming, really. She can be very hard sometimes, Junie. But they seemed okay yesterday, like they worked it out. Okay, Beweis für kriminellen Missbrauch. Okay. I know what happened to you, Jessica. Where exactly did it take place? Please, it's scary. It's really difficult to think of anything. Ich sage jetzt genau das gleiche, was ich auch in der vorherigen Aufnahme gesagt habe. Und zwar gesagt habe, wenn man sich jetzt so ihr Gesicht anguckt. Klar, sie guckt uns nicht in die Augen, sie ist nicht selbstsicher, also so, ne? Ja, ich sag die Wahrheit, ne? Sondern, ja, sie guckt halt so, ja, sagte ja, es ist mir unangenehm, es macht mir Angst. Ja, vielleicht kann sie sich wirklich an nichts erinnern und darum habe ich dann in der vorigen Folge halt gesagt, okay, sie sagt die Wahrheit und You're making me uncomfortable. Just standing around here looking at me, not saying anything. lässt du mich mal bitte ausreden? Ja, und sagen, okay, Wahrheit, vielleicht kann sie sich an irgendwas noch erinnern. Ja? Jessica, I really need you to help me here. I remember the mermaid. Was the mermaid in the movie too? No, it was on the front of a building. We pulled up in front of the mermaid. Thank you, Jessica. You've been a big help. Here's my card. If you think of anything or you need some help, just get in touch, okay? Okay. I think it might be a good idea if you went back home till you felt better, Jessica. I couldn't do that, officer. What if I got the part and I wasn't there? Okay. It's the tale of this town, Cole. Lambs that go willingly to slaughter. Who the hell is that? Must be her lawyer. He certainly expedited her release. I don't like it, Cole. Why is she in such a hurry? We should follow her. Okay. There she goes. Come on.